Bundesligaspieltag Nummer 4 steht schon vor der Haustür. Nach der ersten internationalen Woche, die Champions League hat ja diese Woche angefangen. Ich nehme das gerade hier am Mittwoch auf. Dortmund spielt also noch, Leverkusen auch. Bayern hat unglaubliche 9-2 gegen Zagreb gewonnen. Wahnsinn. Also starten wir rein heute mit Augsburg gegen Mainz. Die Augsburger, ja letzte Woche mit ihrem ersten Sieg zu Hause gegen St. Pauli. Habe ja gesagt, irgendwie habe ich das im Gefühl, dass die Augsburger das zu Hause machen. Die Mainzer wiederum zu Hause mit einer Niederlage gegen Bremen. Da habe ich ab und zu oder ausnahmsweise mal richtig getippt. Habe ich für Bremen getippt, 2:1 und Unterzahl waren die auch noch. Also stehen die Mainzer jetzt so ein bisschen unter Druck in Augsburg, dass sie da mal nachlegen müssen oder zumindest jetzt mal einen Sieg holen müssen. Augsburg hat schon einen Sieg, aber ich glaube, dass Augsburg den Schwung mitnehmen wird und auch gegen Mainz zu Hause gewinnt. Ich mache da mal auch wieder ein knappes Ergebnis. Ich weiß nicht, warum ich da knappe Ergebnisse immer nur habe, gerade zu Beginn der Saison, aber habe ich so im Gefühl. Weiß ich nicht. Also Augsburg 2, Mainz 1 und von daher holt Augsburg die nächsten 3 Punkte. Am Samstagnachmittag gibt es wieder das Premium-Produkt Bundesliga. Also außer Bremen gegen Bayern könnten alle Begegnungen auch Zweitliga-Niveau haben. Also jetzt ohne irgendwelchen Mannschaften nahe treten zu wollen, aber Bochum gegen Kiel, ganz ehrlich, das ist halt auf dem Samstag, weil auf dem Sonntagabend wird sich das kein Schwein angucken, außer du bist Bochum- und Holstein-Kiel-Fan. No disrespect, aber ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich. Also gehen wir rein mit Union gegen Hoffenheim. Union hat letzte Woche überraschenderweise in Leipzig einen Unentschieden geholt. 0-0. Openda hat da noch einen Elfmeter verschossen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, die Unioner wären damit 3-4-0 wieder nach Hause geschickt. Aber Respekt, Unioner. Vielen Dank. Zumindest mal einen Punkt weniger, die Leipziger holen können. Hoffenheim auf der anderen Seite zu Hause gegen Victor Boniface. Der hat ja zwischenzeitlich mal blank gezogen. Und natürlich gegen Leverkusen. Also nicht nur gegen Victor Boniface, auch gegen Leverkusen. Würz hat da auch per Elfmeter getroffen. Ja, bei den Hoffenheimern, die kommen auch noch nicht so richtig rein. Und ich habe ja, glaube ich, Pellegrino Materazzo, wenn er so heißt, hoffe ich, ja, Materazzo, habe ich als ersten Kandidaten, der entlassen wird, glaube ich, hier getippt bei Hoffenheim, weil es halt in der Vorbereitung nicht so gut gelaufen ist und jetzt nicht der Baum brennt, aber die Erfolge bleiben halt aus. Jetzt ist Kramaric unter anderem auch noch verletzt, also der Mann, der eigentlich regelmäßig die Tore schießt bei Hoffenheim. Und ich würde sagen, dass Union zu Hause gewinnt. Auch knapp. Ich mache ja auch mal ein 1:0. Ich weiß, wie gesagt, nicht, warum ich das hier immer knapp tippe, aber hat schon seinen Grund. Also 1:0 Sieg für Union. Dann kommen wir zu einem Duell zwischen zwei Mannschaften, die noch keinen einzigen Punkt geholt haben, nämlich Bochum und Holstein Kiel. VfL Bochum in Freiburg sah es ja lange Zeit aus, als ob sie zumindest mal einen Punkt holen, haben geführt zur Pause. Am Ende dann noch 2:1 verloren. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Saisonstart zum Vergessen für die Bochumer. Müssen sich jetzt da unten irgendwie rauskämpfen und auch Holstein Kiel. Da war es aber zu erwarten, dass die von Anfang an unten drin stehen. Dass sie natürlich zu Hause 6:1 verlieren gegen die Bayern, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Da haben sie richtig einen Sack voll bekommen. Aber das wird wahrscheinlich gegen viele andere Mannschaften nicht viel anders aussehen. Also Kiel wird nicht immer Favorit sein. In dem Spiel glaube ich auch nicht. Vielleicht gegen St. Pauli, weiß ich nicht. Aber für Kiel wird das echt schwer. Also ich glaube wirklich, Kiel und Bochum, die müssen echt bis zum letzten Spieltag drum ringen, die Klasse zu halten. Aber irgendeine Mannschaft, oder beide holen den ersten Punkt, aber ich glaube, da gibt es einen Sieger und ich glaube, der VfL Bochum macht das zu Hause. Hier mache ich mal ein klareres Ergebnis, wobei ich da auch nicht so ganz felsenfest von überzeugt bin. Ein 3:0 für Bochum, weil ich halt einfach das Spiel auch gegen die Bayern gesehen habe von Holstein Kiel und das war jetzt nicht wirklich überzeugend. Klar, die Bayern sind kein Maßstab für Kiel, aber ich glaube, auch im Großen und Ganzen wird es Kiel relativ schwer haben, hier in der ersten Liga zu bestehen. Wenig überraschend. Dann kommen wir zu einem richtigen Traditionsduell. Das macht mal wieder Spaß hier. Bremen gegen Bayern. Was hat es da nicht schon für Duelle gegeben? Duelle um die Meisterschaft mit Thomas Schaaf, Ailton, Klasnic. Damals 2003, 2004. Da hatten die Bremer echt eine geile Mannschaft, muss man mal sagen. Die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Bremen, wie gesagt, mit dem Sieg in Mainz durch Derek Köhn, Neuzugang noch am Deadline Day in Unterzahl. Gute Leistung nach dem Unentschieden gegen Dortmund. In Mainz gewinnt auch nicht jeder, ist auch eine schwere Aufgabe. Zu Hause gegen Bayern, da können sie jetzt ein bisschen befreiter auftreten. Und die Bayern auf der anderen Seite, 6:1 gegen Kiel, 9:2 gegen Zagreb. Da waren aber auch 2, 3 Abseitstore noch mit dabei, die nicht draufgerechnet wurden. Also die Bayern hätten locker 10:2 oder 11:2 gewinnen können. Das ist schon ziemlich beeindruckend, auch wenn es nur in Anführungszeichen Dynamo Zagreb ist, aber da muss auch erstmal 9 Tore schießen. Und es scheint, als ob Vincent Kompany nicht die Bayern-DNA wieder zurückbringt, aber so ein bisschen den Spaß wieder. Ich meine, was die für einen Kader haben,
da müssen die einfach so einen Fußball spielen. Dann werden die auch wieder oben bis zum Ende mit um die Meisterschaft spielen. Mit Leverkusen zusammen. Dortmund weiß ich nicht. Leipzig wahrscheinlich wird da oben mitspielen. Vielleicht irgendein Außenseiter. Ja, aber ich glaube, die Bayern, die werden das auch gegen Bremen machen. Obwohl, da habe ich eher ein Unentschieden im Gefühl. Aber ich glaube, die Bayern machen das. Nicht ganz so deutlich wie in Kiel und auch wie gegen Zagreb. Aber ich glaube, Bayern gewinnt 3-1 in Bremen. Heidenheim gegen Freiburg. Die einen, die überraschen. Heidenheim hätte ich nicht gedacht, dass die nach 3 Spieltagen oben mit dabei stehen. In Dortmund, wie gesagt, da kannst du auch verlieren. Ist jetzt nicht der Anspruch der Heidenheimer. Die haben bald eine richtig coole Aufgabe. Die spielen zu Hause gegen Chelsea. Gibt auch Schlechteres unter der Woche, ne? Zu Hause gegen Chelsea zu spielen als Heidenheim. SC Freiburg kommt dagegen, ja, wie gesagt, mit dem Sieg gegen Bochum. Heidenheim mit der Niederlage in Dortmund. Und das wird, ein sehr, sehr schweres Duell. Baden-Württemberg-Duell, ne? Ja, ich würde sogar Heidenheim auf Sieg tippen. Oder mache ich einen Unentschieden? Ich tippe da mal einen Unentschieden. Ich mache da mal ein 1:1, weil ich beide Teams eigentlich für relativ gut halte. Heidenheim zu Hause immer für eine Überraschung gut ist. Und die sich offensichtlich sehr gefestigt haben. Oder sehr gefestigt spielen bislang. Es ist erst der 4. Spieltag, da kann man noch nicht so viel zu sagen. Ich muss halt mit dem arbeiten, was ich schon habe. Und Freiburg auf der anderen Seite, ja, schießen auch immer ein Tor. Meistens. Von daher Heidenheim-Freiburg 1:1. Das Topspiel, schönes Spiel. Frankfurt gegen Gladbach. Flutlichtspiel 18:30, gibt es ein paar Wochen später. Selbe Konstellation im DFB-Pokal nochmal. Frankfurt hat in Wolfsburg gewonnen, 2:1. Endlich mal wieder. Ich war ja zuletzt live da, als sie gewonnen haben, 2012. Ansonsten nur Niederlagen oder Unentschieden. Haben richtig gut gespielt. Mamouche mit dem Doppelpack. Die eine Jubelgeste vor der Wolfsburg-Kurve, die soll er sich verkneifen, soll sich lieber aufs Fußballerische konzentrieren. Aber da war vielleicht doch noch so der ein oder andere Giftpfeil. Aber egal, mein Gott. Man darf jetzt auch so Szenen nicht so hochhängen. Ist zwar nicht schön, er weiß es, glaube ich, selber. Dino Topmüller hat mit ihm gesprochen. Von daher alles gut. Der Elfmeter, glaube ich, war auch berechtigt. Dann am Ende geile Stimmung gewesen natürlich. Grenzenloser Jubel. Und auch mit Christensen und Arthur Thiat, die ich hier auch nochmal rausheben möchte. Die beiden in der Abwehr, 2 echte Außenverteidiger, Rechts- und Linksverteidiger, die machen das echt richtig, richtig geil. Die spielen richtig, richtig gut. Die spielen aggressiv. Die sind richtige Leader auf dem Platz. Pfeifen auch mal ihre Mitspieler zusammen, wenn es nicht läuft. Also die wollen gewinnen, das merkst du. Es sind so richtige Mentalitätsmonster. Die haben der Eintracht gefehlt letzte Saison. Und von daher, wie gesagt, nach dem Elfmeter von Mamouche, da war grenzenloser Jubel angesagt. Ja, und die Gladbacher auf der anderen Seite, die kommen auch noch nicht so recht in die Saison rein. Gegen Stuttgart zu Hause verloren, 1:3. Ja, kannst du auch verlieren. Die Stuttgarter haben auch eine gute Truppe, haben in Madrid auch lange Zeit gut mitgehalten. Die vielen Chancen, die sie hatten, mussten sie halt nutzen. Und dann ist es halt am Ende halt Real Madrid. Die machen dann einen Eckball, einmal Mbappé. Und beim 3:1 sah Nübel nicht so gut aus, aber gut. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass die Eintracht den Schwung mitnimmt. Die haben, wie gesagt, eine gute Truppe, die sind gut in Schwung. Mamouche, Ekitike, wenn die da vorne weiterhin so gut harmonieren, dann können wir, glaube ich, viel Spaß haben als Eintracht-Fans. Von daher mache ich hier mal ein 2:0. Ich hoffe, dass wir mal ein 0:spiel haben. Hatten wir das in dieser Saison schon mal? Nö. Hatten wir noch nicht. Also, wird Zeit. Dann am Sonntag geht's los um 3:30 mit Wolfsburg in Leverkusen. Schwere Kost, aber okay, was willst du da machen? Leverkusen in Hoffenheim gewonnen, letztens wieder. Der doppelte Boniface, dann dieser Marc Terrier heißt er, glaube ich, Neuzugang und Würz getroffen. Wolfsburg schon mal gerade angesprochen. Gegen Frankfurt zu Hause verloren. Haben eigentlich auch nicht schlecht gespielt. Also erste Halbzeit war Wolfsburg echt gut. Haben viel Druck gemacht, haben sich einige Chancen rausgespielt und dann am Ende, ja, verdient verloren unterm Strich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie verloren gegen Frankfurt. Das ist die Hauptsache. Von daher glaube ich auch, dass sie in Leverkusen nicht viel holen werden. Frage ist, wie kommt Leverkusen aus dem Spiel gegen Rotterdam, glaube ich, ne? Feyenoord Rotterdam. Könnten sie vielleicht einen kleinen Vorteil haben, die Wolfsburger, aber ich glaube nicht. Ich mache auch mir hier mal ein deutliches 3:1, weil ich glaube, auch von der Qualität her ist Leverkusen den Wolfsburgern überlegen. Stuttgart gegen Dortmund dann um 17:30 Uhr. Das wird ein richtiges Kracherspiel, schon zu Beginn der Saison. Stuttgart, wie gesagt, bei Real Madrid verloren. Letztes Wochenende in Gladbach 3:1 gewonnen. Auch wichtig nach der Auftaktniederlage in Freiburg. Und auf der anderen Seite Dortmund spielt halt Stand jetzt. Es ist gerade 20:30 Uhr bei der Aufnahme, mittwochs. Ich muss das mittwochs aufnehmen, weil ich es am Donnerstag nicht schaffe. Haben ein Spiel in Brügge. Vom Namen her, auf dem Papier müsste Dortmund das eigentlich auch schaffen. Hoffentlich für die Jahreswertung, immer ganz wichtig. Aber es wird auch so ein geiles Spiel. Stuttgart-Dortmund. Ja, alleine letzte Saison hat es das ja 2-3 Mal gegeben oder vorletzte Saison. Ich glaube letzte Saison auch 3-mal im DFB-Pokal, in der Liga dann 2-mal. Ja, das ist schwer. Was machst du da? Da hat Stuttgart sogar die bessere Quote. Ich lasse mich davon aber nicht beeinflussen. Aber ich würde sagen, es gibt auch ein Unentschieden. Ich mache ein torreiches Unentschieden, 2-2. Ich will ein geiles Spiel sehen. Mannschaften oder 2 Mannschaften, die nach vorne spielen, das machen sie auf jeden Fall.
Vielleicht setzt sich am Ende der VfB durch, weil Dortmund vielleicht nicht ganz so sicher ist in der Abwehr, aber genau auch so umgekehrt. Das ist, wie gesagt, zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison richtig schwer zu sagen. Aber ich tippe mal Stuttgart-Dortmund 2-2 und ich glaube, für den neutralen Zuschauer wäre das nicht so verkehrt. Der Abschluss dann um 19:30 Uhr mit St. Pauli gegen Leipzig. Da glaube ich auch, dass es für St. Pauli, wobei da würde ich es mir natürlich wünschen, dass St. Pauli den ersten Sieg holt. Seit über 10, 12 Jahren, seitdem sie das letzte Mal in der Bundesliga waren, gegen Leipzig natürlich. Aber ich glaube, das ist halt auch eine Qualitätsfrage, genau wie bei Holstein Kiel. Die werden halt dann auch irgendwann an ihre Grenzen kommen. Und ich glaube, dass die auch ein Tor wieder machen. Aber ich glaube, dass Leipzig ein paar Tore mehr macht, ein 4:1. Ja, ich würde es mir natürlich andersrum wünschen, aber ich brauche die Punkte. Sehen wir jetzt gleich, wenn wir mal auf die Gesamtübersicht gehen. Also meine Tipps für Spieltag Nummer 4. Jetzt gucken wir mal kurz, wer vorne ist und wo ihr euch wiederfindet. Hier haben wir die Tippübersicht. Der Cem ist mit 52 Punkten momentan auf Platz 1. Der SGE Sascha dahinter, FCB Adi noch alles ganz, ganz eng beieinander. Ich bin auf dem 10. Platz. Ich habe einen guten Saisonstart erwischt, 44 Punkte. Ich schalte jetzt einfach mal weiter, weil wir haben ja ein paar mehr Leute. Von daher muss ich das hier ein bisschen in die Länge ziehen. Ihr findet euch hoffentlich. Mal gucken, ob man hier irgendwie einen noch kennt. Der Klinge zum Beispiel, den sehe ich öfter. Leozino, Segorg, der Daniel, auch langjähriges Mitglied in meiner Community und so weiter und so fort. Also, das sind meine Tipps. Ich wünsche euch wie immer viel Glück. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu Spieltag Nummer 5. Dann auch mit der ersten internationalen Woche für Eintracht Frankfurt unter anderem, ja, in der Euroleague. Und für Hoffenheim. Ich glaube, Hoffenheim spielen die nicht auch international. Also in der Euroleague, weiß ich gar nicht. Egal, wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.